Hallo, ich bin der Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute geht es um die Firma Oymig und hier ist eine Oymig C5. Das ist eine Kamera mit sehr, sehr vielen Neuigkeiten, die 1962 das Licht der Welt erblickt hat. Die Kamera ist ein Jahr lang gebaut worden und es sind etwa 35.000 Stück gebaut. Die Kamera hat wie alle Oymig-Produkte sehr viele Neuigkeiten. Also die C5, C steht für Kamera, die 1962 auf die Welt gekommen ist, war die erste Filmkamera der Welt mit Zoom-Objektiv. Sie hat eine Belichtungsmessung vollautomatisch. Sie hat einen elektrischen Filmtransport. Der Sucher war Flima- und parallaxenfrei. Der Preis 1961 war 5.580 österreichische Schilling. Nicht gerade billig. Und viele werden sich jetzt auch fragen, was ist Oymig? Oymig ist eine künstliche Name. Als 1919 der Ingenieur Alois Handler und Karl Vogenhuber die Firma gegründet haben, hieß Elektrizitäts- und Metallwarenindustriegesellschaft. Die Abkürzung ergab aus den 5 Anfangsbuchstaben Oymig und die Firma existierte bis 1981. Die Firma war bekannt in Österreich als die Radiofirma, weil ursprünglich baute die Firma auch Radios. Aber 1919, als die Firma anfing, die 2 Freunde und Gesellschafter dachten sich, mit welchen Materialien können wir jetzt irgendeine Produktion anfangen. Weil das war gleich das Ende des Ersten Weltkrieges. Nachdem es so viel der Mobilisierungsmaterialien gab, wie Patronen aus den Gewehren, dachten sich, mit diesen Millionen von Patronen werden wir mal anfangen, Feuerzeuge zu bauen. Und das erste Produkt, was die Firma produzierte, waren Feuerzeuge. Dann kamen Schalter, dann kamen Heizgeräte und diverse Haushaltsgeräte. Bis 1928, wo die Firma angefangen hat, mit Radios zu bauen. Und Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er, haben die Herrschaften beschlossen, auch Projektoren zu bauen. Und so fing eine große Erfolgsgeschichte für die Firma. In den 70er Jahren hat die Firma Oymig einen Beinamen gehabt als das Paradeunternehmen Österreichs. Und zu diesem Zeitpunkt beschäftigte die Firma fast 7.000 Angestellten. 1962 hat die Firma Oymig auch einen Kassettenrekorder präsentiert mit dem Namen T5, also eine nützliche Ergänzung zur Kamera C5. Bei der Frühjahrsmesse in Wien ist eben dieses Gerät präsentiert worden als Weltneuheit und es sollte für die Zukunft weisend sein für eine Bild- und liebensynchrone Wiedergabe von Filmen. Es war wirklich eine Weltneuheit, weil zum ersten Mal ist eine Aufnahme oder eine Magnettonkassette verwendet wurde. Und dieses Gerät gilt als der direkte Vorläufer der späteren Musikkassettenrekorder. Während die Produktion für dieses Gerät lief, wollte natürlich der Techniker diese Entwicklung forcieren, der Kaufmann weniger. Und als der Alois Handler, der das nicht haben wollte im Krankenhaus, war wegen irgendeiner Leiden, die Geschäftsführerin, die Frau Hauser, die das Gerät haben wollte, hat gesagt, und jetzt Gas, das Gerät wird wieder produziert. Und so ging es, bis der Herr Handler wieder vom Krankenhaus zurückgekommen ist und hieß, jetzt ist endgültig aus für diese Kassettenrekorder. Und so ist das Gerät eingestellt worden. Fragt man bei der Firma Oymig, wie viele Geräte sind gebaut und so weiter, man bekommt die Antwort, nur sehr wenige Geräte. Für dieses Gerät war inzwischen der Preis bestimmt.
der hätte gekostet 1950 Schilling und eine Kassette 57 Schilling, auch ein sehr stolzer Preis. Aber im Großen und Ganzen hat sie wieder mal bewahrheitet, dass mit dieser Fehlentscheidung die Firma Eumig wirklich etwas aus der Hand gegeben hat, die Firma Philips wirklich ausgenutzt hat, und wir kennen alle diese Musikkassettenrekorder als Philips Produkte. In Wirklichkeit ist es eine Wiener Entwicklung von der Firma Eumig. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen beim nächsten Video.